Willkommen bei Stuttgart 21. Zwischen Stuttgart-Obertürkheim und Untertürkheim wurde in den vergangenen Monaten der neu gebaute Tunnel Obertürkheim an den Bestand angeschlossen. Was dafür alles passieren musste, das schauen wir uns heute an. Um den Tunnel in Angriff nehmen zu können, wurden bereits in den Jahren 2018 und 2019 die bestehenden 2 Fernbahn- sowie 2 S-Bahn-Gleise der Vilstalbahn provisorisch um einige Meter verschwenkt. So konnten die Tunnelröhren und der Trog für den künftigen Bahnbetrieb gebaut werden. Im Sommer 2024 waren die Rohbauarbeiten abgeschlossen und im Trog wurde die feste Fahrbahn verlegt. Mit der Rückverlegung der Fernbahngleise in ihren endgültigen Verlauf ist dieser Abschnitt nun dauerhaft an die neue Tunnelstrecke angebunden. Die S-Bahn-Gleise folgen in einem späteren Schritt. Die feste Fahrbahn geht über eine spezielle Übergangskonstruktion in den Schotteroberbau über. Damit der Übergang zwischen den im Beton liegenden Gleisen und den Gleisen im Schotter auf Dauer stabil bleibt, wurde die Festigkeit des Untergrunds angepasst und der Schotter schrittweise verklebt. Insgesamt wurden 6 neue Weichen eingebaut. Nach dem Einbau der neuen Gleise waren sie präzise mit Hilfe von Stopf- und Planiermaschinen auszurichten. In mehreren Arbeitsgängen wurde die Solllage gemäß der Vermessungsunterlagen hergestellt, in Höhe, Richtung und Neigung. Anschließend wurde der Schotter verdichtet und das Gleis stabilisiert. Beim Stopfen kommen Stopfpickel aus gehärtetem Stahl zum Einsatz. Diese tauchen vibrierend in das Schotterbett ein und verdichten es unter jeder einzelnen Schwelle. Besonders anspruchsvoll ist das Stopfen im Bereich der Weichen. Dort muss millimetergenau zwischen Zungenvorrichtungen, Herzstücken und Drahtlenkern gearbeitet werden. Sobald für eine gewisse Zeit die Züge im alltäglichen Betrieb die Gleise genutzt haben, werden sie noch einmal nachgestopft. So lassen sich kleine Setzungen ausgleichen und die Gleislage dauerhaft sichern. Parallel liefen die Arbeiten an den Oberleitungen. Bereits beim Rohbau wurden die Fundamente in Trog und Stützwand integriert, damit später alles exakt passt. Während einer Streckensperrung im Oktober 2025 wurden die letzten Gründungen hergestellt, die Oberleitungsmasten aufgestellt, die Ausleger montiert und schließlich der Fahrdraht gezogen. Eine besondere Herausforderung stellte die enge Lage zwischen der bestehenden S-Bahn-Strecke und der neuen Trasse dar. Während des laufenden Betriebs galt es hier besonders sicher zu arbeiten. Dafür wurde ein 24/7 Gleismonitoring eingerichtet, das jede noch so kleine Bewegung der S-Bahn-Gleise digital überwachte. Mit der Verschwenkung der Gleise ist ein wichtiger Abschnitt abgeschlossen. Der Tunnel Obertürkheim ist nun mit der Bestandsstrecke verbunden. Bis zur Inbetriebnahme sind noch Arbeiten an der Energieversorgung, an der Leit- und Sicherungstechnik sowie an den Funk- und Kommunikationssystemen notwendig. Die ersten Testfahrten auf der Strecke sind bereits geplant. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine Neuigkeiten verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal.